So, hallo und herzlich willkommen in meiner Werkstatt zu einem neuen Bastelvideo. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diesmal werden wir, wie versprochen, das Waschbecken aus Beton bauen. Auf das Projekt freue ich mich schon ganz besonders, weil es ein kleiner Wettbewerb mit dem Jojo von Jojos Workshop wird. Wie der Wettbewerb abläuft, erfahrt ihr zum Schluss. Und wie ich das Waschbecken gebaut habe, seht ihr jetzt gleich nach dem Intro. Ich wünsche euch viel Spaß. So, ich würde sagen, wir fangen dann einfach mit dem Schalungsbau an. Für das Waschbecken benötigen wir zwei Schalungselemente, ein inneres Element und ein äußeres Element. Das innere Element wird quasi die Aussparung für das Waschbecken sein. Damit werde ich jetzt anfangen. Das stelle ich aus MDF-Platten her. Und da ist eben die Schwierigkeit, dass der Abfluss nach innen ein leichtes Gefälle braucht, dass das Wasser dann abfließen kann. Wenn man die Schalung einfach gerade machen wird, dann wird das Wasser im Waschbecken stehen bleiben und das wollen wir vermeiden. Ja, das Gefälle, das ist eigentlich hier die Herausforderung. Ist nicht ganz einfach, aber ich habe mir da was ausgedacht. Ich denke, ich werde es hinbekommen. Wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Ich werde jetzt mal mit der Montage der Schalung beginnen und euch dann zeigen, wo es darauf ankommt. So, wie ihr sehen konntet, habe ich mir hier jetzt auf dem Boden die Diagonalen und die Mitte angezeichnet. Das dient dazu, dass ich mich jetzt dann an diesen Linien orientieren kann und nicht jedes Mal wieder nachmessen muss. Für das Gefälle habe ich mir hier so eine Sperrholzplatte mit 4 mm zurechtgeschnitten. Ich denke, ein Gefälle von 4 mm reicht auf die Länge und die Breite komplett aus. Da habe ich mir ebenfalls die Mitte angezeichnet. Die kann ich jetzt einfach hier so anlegen, dass die Striche übereinstimmen. Und dann ist die Platte komplett mittig, dann brauche ich nicht mehr groß nachzumessen. Ja, ich würde sagen, das sieht doch soweit mal ganz gut aus. Die Montage von der inneren Schalung wäre jetzt mal abgeschlossen. Natürlich können wir die so noch nicht verwenden. Wir müssen jetzt hier noch die Übergänge und die Rillen, die wir hier haben, ausspachteln und komplett glatt schleifen, sodass es letztendlich nur noch eine glatte Fläche ist und dann Sichtbetonqualität ergibt. Ich habe mir zum Ausspachteln so Spachtelmasse für MDF-Platten besorgt. Die werde ich jetzt hier grob aufbringen und dann abschleifen. Als Finish werde ich dann nachher noch eine Schicht Epoxidharz aufbringen, nochmal abschleifen und dann müsste eigentlich alles komplett glatt sein, wenn es funktioniert, wie ich mir das gedacht habe.
So, die komplette Oberfläche ist jetzt gespachtelt und ausgetrocknet. Das hat circa eine Stunde gedauert, bis der Spachtel hier trocken war. Jetzt werde ich das Ganze mal abschleifen. So, nachdem das Epoxidharz jetzt ausgehärtet ist, ist eigentlich auch die innere Schalung fast fertig. Die Oberfläche ist schön glatt, wasserabweisend. Ja, ich muss sagen, bin echt zufrieden mit dem Ergebnis. Wenn ihr euch die innere Schalung nicht selber bauen wollt, gibt es auch die Möglichkeit, sich die im Internet zu bestellen. Die gibt es aktuell meines Wissens nur in der USA und die Formen aus Kunststoff sind eigentlich auch relativ teuer. Also da müsst ihr schon mit 100 bis 200 Euro rechnen, je nach Größe. Der Vorteil von den Kunststoffformen ist halt, dass man sie mehrfach verwenden kann. Aber die Form, würde ich sagen, habe ich jetzt für ein paar Euro hergestellt und die sind für unseren Zweck hier vollkommen ausreichend. Die äußere Form habe ich auch schon mal zusammengeschraubt, dass das wieder nicht so lange dauert. Das ist gar kein Problem. Das ist eigentlich hier nur so ein Trog aus beschichteten Spanplatten mit einer Materialstärke von 16 mm. Und der Trog hat einfach die Außenmaße von dem späteren Waschbecken. Die Innerschalung wird jetzt noch in die äußere Schalung reingeschraubt, die Stöße hier mit Silikon abgedichtet und dann sind wir eigentlich mit dem Schalungsbau schon fast fertig. Fast ein kleiner Schritt kommt noch, was da noch zu beachten ist, sage ich euch dann gleich. Die fertig montierte Schalungsform schaut dann so aus. Die innere Schalung ist mit der äußeren Schalung verschraubt und jetzt fehlt eigentlich hier nur noch das Loch für den späteren Abfluss. Dazu kommen wir gleich. Ich werde jetzt noch kurz die Armierung vorbereiten. Da verwende ich so ein, ja, das ist so ein Reststück von einem Estrichgitter. Das werde ich mir entsprechend zurechtbiegen und zusätzlich kommen in den Frischbeton dann noch Glasfaser mit rein und das sollte von der Armierung her reichen. Eigentlich ist es ja statisch komplett unbedenklich. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt mal geschwind mit der Armierung weiter und dann kommen wir zum Abfluss. Beim Biegen der Armierung müsst ihr darauf achten, dass sie so zurechtgebogen wird, dass sie überall noch Luft hat und an keiner Seite an der Schalung anliegt. Und wenn das der Fall ist, dann kann man sie ungefähr mittig ausrichten und oben den Abfluss ausschneiden. So,
So, für den Abfluss habe ich mir hier so einen Universal-Anschlussrohr besorgt für Waschbecken. Gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Euro. Da braucht man eigentlich nur das Rohr. Da muss ich jetzt dann hier das Gewinde abschneiden. Dann habe ich mir zusätzlich noch so eine Dichtung besorgt. Da gibt es auch verschiedene Modelle. Da müsst ihr euch je nachdem danach richten, was ihr später für einen Ablauf einbaut. Das wird jetzt dann später einfach hier über das Rohr geschoben. Wenn das Gewinde abgeschnitten ist, ist es dann unten bündig und dann wird es einfach hier so mittig aufgeklebt. Und dadurch haben wir später die Aussparung, eben, wo wir dann den Einlauf, also Abfluss einbauen können. Ich schneide es jetzt mal schnell noch ab und dann klebe ich es mit Silikon auf. Nachdem jetzt alles soweit vorbereitet ist, werde ich jetzt die Innenseite der Schalung noch mit einem Trennmittel einreiben, sodass wir später beim Ausschalen keine Probleme haben. Und dann können wir schon mit dem Betonieren beginnen. Ich werde für das Waschbecken ganz normalen Betonestrich aus dem Baumarkt verwenden. Dem Beton werde ich noch Glasfasern und Fließmittel zugeben und dann können wir mit dem Betonieren beginnen. Die Schalungsform ist voll, das bedeutet, der Beton muss jetzt 48 Stunden aushärten. Heute können wir nicht mehr machen, das heißt, wir sehen uns in 2 Tagen wieder zum Ausschalen. So, da bin ich wieder, die 2 Tage sind rum, der Beton ist hart, das heißt, wir können mit dem Ausschalen beginnen. Ich bin schon mal gespannt, wie das Waschbecken geworden ist. Das Problem wird sein beim Ausschalen, die innere Form wieder rauszubekommen. Aber ich denke, das werden wir hinbekommen.
Puh, Leute, ich sage euch, die Entfernung der inneren Schalung, das war jetzt echt kein Spaß. Da war ich jetzt eine Dreiviertelstunde dran gegangen. Ich würde beim nächsten Mal vielleicht dünnere MDF-Platten für den Schalungsbau verwenden. Die lassen sich dann auch wieder wesentlich einfacher entfernen. Aber ich muss sagen, das Ergebnis ist echt top geworden. Also ich zeige es euch gerade mal. Alles schön glatt. Ja, besser geht es eigentlich kaum. So, das Waschbecken lasse ich jetzt noch austrocknen. Was heißt austrocknen? Also in der Oberfläche vom Beton ist halt noch Feuchtigkeit enthalten. Die muss noch verdunsten und dann kann man mit der Versiegelung weitermachen. So, mittlerweile habe ich mir auch einen Abschluss für das Waschbecken besorgt. Das ist hier einer mit so einem Druckverschluss. Also er lässt sich durch Druck öffnen und schließen. Ja, als ich den jetzt anprobiert habe, habe ich gesehen, dass ich einen kleinen Denkfehler gemacht habe. Und zwar hat dieses Gewinde hier, also das Rohr von dem Abfluss, haargenau den gleichen Durchmesser wie das Rohr, wo wir für die Schalung verwendet haben. Und da sich der Beton beim Aushärten leicht zusammenzieht, also einen leichten Materialschwund hat, passt er jetzt nicht genau. Also ist 1 mm oder so ist zu viel. Gut, ist jetzt kein großes Problem. Hätte ich vorher relativ einfach vermeiden können, indem ich einfach das Rohr mit 2-3 Lagen Klebeband umwickelt hätte und dann geschalt hätte. Dann hätte ich da einen kleinen Puffer gehabt. Gut, ist jetzt auch nicht schlimm, lässt sich auch relativ einfach beseitigen. Ich werde jetzt hier einfach ein wenig nacharbeiten, ein wenig nachschleifen. Dazu verwende ich die Bohrmaschine mit so einem runden Schleifaufsatz hier. Soll eigentlich relativ gut funktionieren. So, jetzt passt er, optimal, Problem gelöst. Aber wie gesagt, hätte man von vornherein vermeiden können. Aber es ist eben auch das erste Mal, wo ich so ein Waschbecken baue. Beim nächsten Mal passiert mir der Fehler nicht mehr. Die Oberfläche des Waschbeckens habe ich jetzt mit 2 Schichten Epoxidharz versiegelt. Dadurch ist das Waschbecken komplett schmutz- und feuchtigkeitsresistent. Wie ich da bei der Versiegelung vorgegangen bin, da will ich jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Da habe ich in der Vergangenheit schon mal ein Video gemacht. Das werde ich euch hier oben verlinken. Und dann sind wir eigentlich mit dem Waschbecken auch schon fertig. So, mein fertiges Waschbecken habt ihr jetzt ja gesehen. Mit dem Ergebnis muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es gibt ein paar kleine Optimierungsmöglichkeiten, aber das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Ich bin jetzt auch ehrlich gesagt mal richtig gespannt, was der Jojo gebaut hat. Der wird sich bestimmt auch was Cooles einfallen lassen haben, da bin ich mir sicher. Wir haben ja gesagt, dass wir das Ganze als kleinen Wettbewerb aufziehen. Das bedeutet, dass ihr jetzt abstimmen könnt, welches Video euch besser gefallen hat. Das Video vom Jojo ist ebenfalls online, das werde ich euch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da schaut ihr mal rein und die Abstimmung wird so laufen, dass ihr bis Sonntag Zeit habt, in die Kommentare entweder einen Kommentar mit Hashtag Jojos Workshop oder ein Hashtag mit Grey Element zu schreiben, je nachdem welches Video euch besser gefallen hat. Wir werden dann die Stimmen auszählen und dann sieht man, wer gewonnen hat. Ja, bei der Abstimmung bitte ich euch fair zu sein. Also das heißt nicht, weil ihr jetzt meinen Kanal abonniert habt, dass euch mein Waschbecken automatisch besser gefallen muss. Wenn euch ein Jojo seins besser gefällt, dann einfach Hashtag Jojos Workshop. Ja, ihr könnt auch mal beim Jojo auf seinem Kanal so vorbeischauen. Der macht auch echt coole Sachen im Do-it-yourself-Bereich. Wenn euch sein Kanal gefällt, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben, Kommentare, abonniert seinen Kanal, da freut er sich auch. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Dürft ihr mir auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Für diejenigen, die meinen Kanal noch nicht abonniert haben, jetzt einfach auf Abonnieren drücken und dann geht es die nächste Woche auch schon mit coolen Projekten weiter. Für heute wären wir dann am Ende. Es war eh ein ziemlich langes Video. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß beim Heimwerken, macht's gut, ciao!